Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Sendereihe Weitblick, diesmal aus dem Maternushaus in Köln. Unser Thema: Wie geht es den Christen im Irak heute? Mein Gesprächsgast ist Erzbischof Dr. Bashar Warda aus Erbil im Irak. Herzlich willkommen, Exzellenz. Thank you. Dankeschön. Ein herzliches Willkommen auch Ihnen hier im Saal im Maternushaus. Erzbischof Warda, für Sie, liebe Zuschauer daheim, wurde 1969 in Bagdad geboren. Er empfing nach seiner theologischen Ausbildung im chaldäischen Priesterseminar St. Peter 1993 die Priesterweihe. 1995 trat er in die Ordensgemeinschaft der Redemptoristen in der flämischen Provinz bei und legte 1997 in Dundalk in Irland seine zeitliche Profess ab. 1999 promovierte er an der belgischen katholischen Universität Leuven in Moraltheologie. 2001 wurde er Rektor des Bible College für Theologie und Philosophie im Irak. 2006 wurde er Regens des Priesterseminars in Ankara in Erbil. Papst Benedikt ernannte ihn 2010 zum Erzbischof der Erzeparchie Erbil. Außerdem hat Erzbischof Warda die Diözese Dohuk-Sako als Administrator geleitet. Ich muss ihn gleich noch fragen, ob er das eigentlich noch immer tut und wie das eigentlich mit Mossul ist. Bashar Warda, Exzellenz, wie war die Lage für die Christen im Irak, als sie 2010 von Papst Benedikt zum Erzbischof ernannt wurden? Wie viele Christen gab es 2010 im Irak? Well, thank you very much for the invitation and being here with you. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier bei Ihnen zu sein. As you may know, since 2003 there is a big decline in the number of the Christians in Iraq. Wie Sie wissen, ist seit 2003 die Anzahl der Christen im Irak stark zurückgegangen. I mean, from 1 million, almost 200,000 to less than 300,000 today. Von 1.200.000 ungefähr bis jetzt auf fast weniger als 300.000. Christians in Iraq have suffered different type of persecutions, of kidnapping, killing, threatenings and displacements in Basra and Baghdad and Mosul and Kirkuk. Die irakischen Christen haben verschiedene Arten der Verfolgung erleiden müssen, von Kidnappings, Verschleppungen, Bedrohungen, Morden in Basra, Mossul, in Bagdad. Baghdad have lost 2/3 of the Christians, either outside the country or they came to the north. In Bagdad sind 2/3 der Christen geflohen, entweder in den Norden des Landes oder ins Ausland. And when we speak about Mosul, which is one of the most important and ancient Christian city in Iraq. Mossul, eine der ältesten und wichtigsten Städte der Christenheit im Irak. We speak about 6 times of persecution. Hier sprechen wir von 6 verschiedenen Arten der Verfolgung. Every time there was threatenings and calling people to get out of their homes, but the 6th time, which was with Daesh, with ISIS, was the most horrible one. Mehrfach wurden Christen bedroht, wurden dazu aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Aber die 6. Bedrohung, die Bedrohung durch Daesh, den Islamischen Staat, war die schrecklichste. Where we have lost all the Christians in the city of Mosul and Ninive Plain. 125,000 Christians were forced to leave their homes and their properties, their jobs. 25.000 Christen aus Mossul und der Ninive-Ebene sind vertrieben worden. And that's why, because of all of these persecutions and what we call the vague future that's ahead of us, many Christians in Iraq would feel it's not safe to stay in Iraq. Diese verschiedenen Verfolgungen
haben eine sehr unsichere Zukunft für uns bedeutet. Viele Christen fliehen deswegen aus dem Irak. And that's why the work of the church, we are there to help Christians to stay and stay with dignity. Und deswegen ist es die Aufgabe der Kirche, Christen zu ermöglichen, zu bleiben und in Würde weiter dort leben zu können. So we are working together with priests, with sisters, with lay people, really to help and to encourage Christians to be patient more and to endure these type of persecutions and to give another chance before deciding to leave the country. Wir arbeiten deswegen mit Priestern und Ordensleuten zusammen, um die Christen zu ermuntern, dem Land eine weitere Chance zu geben und zu bleiben. And we thank God that we have found the brothers and sisters all over the world and Aid to the Church in Need really to help us in really maintaining the Christian presence in Iraq. Wir danken Gott für die Hilfe von unseren Brüdern und Schwestern und vor allem von Kirche in Not, die uns dabei unterstützen, die Christen im Irak weiter zu behalten. So your solidarity, your help, your support have made it possible to speak about Christians in Iraq today. Ihre Solidarität, Ihre Hilfe, Ihre Unterstützung sind der Grund dafür, dass wir heute überhaupt noch über Christen im Irak sprechen können. Exzellenz, ganz herzlichen Dank. Es ist für mich ganz ungewohnt, dass ich diesmal die Gastgeberin bin und nicht Sie. Dass ich ganz umgedrehte Verhältnisse habe, wie sonst in Erbil. Sie haben gerade gesagt, die schlimmste Verfolgung war die des IS seit 2003. Wie haben Sie selber diese Tage erlebt, als die Flüchtlinge aus Mossul und dann aus der Ninive-Ebene zu Ihnen an den Bischofssitz geströmt sind? It was on the 7th of August, around 9 o'clock, when I started receiving the first wave of families who came to my cathedral. Es war am 7. August ungefähr um 9 Uhr morgens, als die erste Welle von Flüchtlingen zu meiner Kirche kam. And within 2 hours, almost 2-3 hours, our cathedral was filled with 720 families. Und in 2, vielleicht 3 Stunden war unsere Kirche komplett gefüllt mit Flüchtlingsfamilien. And you visited us at the first 2 weeks of that crisis. But it was within 2 days we had to open 26 camps, small and big ones. Sie haben uns dann 2-3 Wochen nach diesem Datum besucht. Aber in den nächsten Wochen haben wir 26 Flüchtlingslager eröffnen müssen, kleine und große. Everyone was thinking that it would be a temporary issue, 2, 3, 4 days. But myself and others, we were following the news and following the emerging of Daesh. We believe that it's going to take some time really for the Christians to go back. Damals dachten alle, das seien nur Übergangslösungen, vielleicht für wenige Tage. Aber wir haben damals schon die Nachrichten verfolgt und das Erstarken von Daesh beobachtet. Und da war uns schon klar, dass das eine längerfristige Lösung werden müsste. We had to take care of everything, food, cleaning supply, everything, because people came with nothing. And especially those who came from Mosul, there were checkpoints put on the roads. So if they have anything, jewelries, money, even identity cards, they were taking from them. Wir mussten uns um alles kümmern, vom Essen bis zum Putzmittel für die Familien. Die Familien kamen wirklich mit nichts. Auf der Straße von Mossul zu uns gab es einige Checkpoints, an denen ihnen Schmuck, Geld und auch Pässe abgenommen wurden dann. So we had to start what we call organizing ourselves. Cooking for them, trying to, especially with the help of young people, especially the doctors, to form a clinic. And none of us was trained really for this job, but we had to learn to be with them in such crisis. Wir haben uns dann organisiert. Wir wussten alle nicht, wie das funktionieren würde. Wir haben dann gemeinsam gekocht, haben ganz viel Hilfe vor allem von jungen Menschen bekommen, von jungen Ärzten zum Beispiel. Wir wussten ja nicht, wie das funktionieren sollte. Exzellenz, als ich bei Ihnen im Oktober 2014 war,
war ich sehr erstaunt, wie gut Sie schon organisiert sind. Sind Sie ein Naturtalent oder hat Ihnen jemand gute Tipps gegeben? I mean, we have to learn. We have to learn from the situation, and I do believe that in the providence of God, that God is always would give us the good people to give us a good counseling, a good people to advise us, and a good people to work with us. Ich glaube, dass Gott uns immer in solchen Situationen die richtigen Menschen schickt. Die richtigen Menschen mit den richtigen Ratschlägen und die uns auch unterstützen. I was blessed because we have a very good priest and sisters who were also suffering from the destruction because all of their convents and parishes were destroyed, but they were able to hold their pain down, to listen to the other people and to be with them and to sleep among them. Wir waren ganz besonders gesegnet von der Hilfe von Priestern und vor allem Ordensschwestern, die auch aus ihren Klostern vertrieben wurden, deren Klostern zerstört wurden. Aber sie haben es geschafft, ihren Schmerz zu unterdrücken und offen zu sein und den Menschen zu helfen in dieser Situation. And very good young people. My young people in my diocese, usually Erbil is quite stable, and we have some certain what we call middle class in our diocese. But our young people were really a big surprise for us because they worked 24 hours to help in different ways. Vor allem die jungen Leute haben uns sehr geholfen. Erbil, meine Diözese, ist eine sehr stabile Diözese, kann man sagen. Wir haben eine große Mittelklasse, eine starke Mittelklasse. Aber von der Hilfe der jungen Leute waren wir wirklich überrascht. Sie haben wirklich rund um die Uhr gearbeitet, um zu helfen. Das ist mir auch aufgefallen, als ich bei Ihnen war, wie viele junge Leute Sie haben, die alle offenbar wussten, was sie zu tun haben. Also müssen Sie auch einen gut organisierten Chef gehabt haben. Well, they were really very good in creating the database. You know, they created the database and they start, making the forms and interviewing people, put all of this in a database, and within 3 weeks we knew who is there, and this was really a big help for us. Sie haben uns besonders geholfen, indem sie eine Datenbank erstellt haben und wirklich Formulare erstellt haben, die Menschen interviewt haben, das dann in die Datenbank aufgenommen haben, und innerhalb von wenigen Wochen wussten wir, wer jetzt bei uns war, und das hat uns wirklich sehr geholfen. Das habe ich damals mit Staunen zur Kenntnis genommen und denke mir heute, vielleicht hätte Frau Merkel mal bei Ihnen fragen sollen, wie das geht mit dem Registrieren. Herr Erzbischof, wie viele Flüchtlinge sind denn damals zu Ihnen nach Mossul und in die Ninive-Ebene zu Ihnen gekommen? Wissen Sie das? We had 13,200 families. Wir hatten 13.200 Familien bei uns. Das ist eine Besonderheit, denke ich, im Nahen Osten. Man zählt dort nicht in Personen, sondern man zählt dort in Familien. Da muss man sich als Europäer erst dran gewöhnen. In welche Städte sind die Menschen denn hauptsächlich geflohen aus Mossul und der Ninive-Ebene? Hauptsächlich zu Ihnen oder auch nach Kirkuk und Suleimania oder wohin? Mainly they came from Karakosh and Terrormiliz and Bashiqa, because this was an easy way for them, well, not an easy, this was the closest way for them to walk from 8 to 12 hours. Some of them came by car also, from the east part of Mosul. Viele kamen aus Karakosch und Städten in der Umgebung. Die kamen zu uns, weil das Nächste war. Das waren ungefähr 8 bis 10 Stunden zu laufen. Und viele kamen auch aus dem Osten Mossuls. And some went to Kirkuk and others to Suleimania. Those of north part of Nineveh Plain and Mosul went to Duhok, some 4,000 families. Viele gingen zu uns nach Kirkuk, zu Suleimania. Und aus dem Nordteil der Ninive-Ebene gingen auch viele nach Dohuk. And during the last 2 years, we have received also from this part of Kurdistan to Erbil because of what we call programs, the humanitarian programs that we are offering.
Und viele sind auch zu uns nach Kurdistan gekommen, weil wir bei uns humanitäre Hilfsprogramme haben. In Kurdistan hatte ich selber 2012 Flüchtlingsdörfer gesehen von christlichen Familien aus Bagdad. Das war 2014 dann sicher schon obsolet. Sie haben gesagt, Ihnen wurde geholfen. Kirche in Not war bereits Mitte August 2014 das erste Mal bei Ihnen vor Ort. Was hat denn die irakische Regierung getan für die Christen? This is one of the reasons why Christians do not trust the future of Iraq, because they saw in the middle of this horrible and genocide that the Iraqi government did nothing. Das ist der Grund, warum Christen heute nicht viel Vertrauen in die Zukunft des Landes Irak haben, weil sie inmitten dieser schrecklichen Krise, inmitten dieses Genozids gesehen haben, dass die irakische Regierung nichts getan hat. Do you know, we have had so many visitors from Europe, from everyone, different church delegations, government delegations, presidents, but there was no one Iraqi minister who visited any of our camps. Wir hatten so viele Besucher aus der ganzen Welt, aus Europa, auch Regierungsmitglieder, Präsidenten sind zu uns gekommen, aber nicht ein irakischer Regierungsbeamter ist zu uns gekommen. And they did nothing really. We've told them we are ready to help. We've handed to them all the data that we have, and we've told them, if you need anything to help our people, please just know that we are there. But they are so occupied in this sectarian violence and in corruption. And at the end of the day, they will tell you, sorry, we have no experience in caring for refugees. Die haben wirklich nichts getan. Und wir sind auf die irakische Regierung zugegangen und haben gesagt, hier, nehmt unsere Daten, wir unterstützen euch, wir haben Daten gesammelt, gemeinsam können wir helfen, aber es kam keine Rückmeldung. Wir sind komplett in der Korruption und in der Gewalt zwischen den verschiedenen Regierungsgruppen untergegangen. In September 2014, the Iraqi government assigned $500 million to help the IDPs. After 2 months, because we've seen nothing, they've said, okay, we don't have experience in these programs. That's it. Im Sommer 2014 hat die irakische Regierung $500 Millionen als Hilfe für Binnenflüchtlinge bereitgestellt. Nach 2 Monaten haben wir mal nachgefragt, weil wir nichts von dem Geld gesehen haben, und dann kam die Antwort zurück, wir haben da einfach keine Erfahrung mit, sowas zu verteilen. Yeah, the Kurdish government on the other side were very welcoming. They have opened the borders to all the Christian and Yazidi refugees, although it was very dangerous because some of people were in the middle of those refugees and they were caught, some of the Daesh, but they were welcoming. And when it comes to Christians, they gave the church all the authority to really care for the IDPs. They said that we are suffering from economical crisis. We cannot help more, but whatever the church needs logistically, it's been provided. Die kurdische Regierung auf der anderen Seite hat ganz anders gehandelt. Sie haben uns wirklich willkommen geheißen, uns, die Christen, die Jesiden, in Flüchtlingslagern untergebracht, und das war gefährlich. Da haben sich auch einige Flüchtlinge eingeschmuggelt, die zu Daesh gehörten. Und sie haben gesagt, wir können nicht viel helfen, wir können nicht mit viel Geld helfen, wir haben wirtschaftliche Probleme, aber sie haben der Kirche die komplette Autorität übertragen und haben gesagt, wenn ihr Hilfe braucht, logistisch, irgendeiner Art, wir unterstützen euch. Vielleicht noch eine kurze Erklärung zwischendurch. Daesh sagt man allgemein im Irak zu Islamisten, zu islamistischen Terroristen, auch zu IS. Herr Bischof, Sie wollten fortfahren. Yeah, just to tell you, like for example, when we told you that in October that we need schools for the refugees because education is very, very important for our children, and we cannot really, yes, we've suffered from Daesh, but we don't like to lose our future. So we needed schools, and we asked for 8 schools, and you said, yes, you got it.
Da haben wir im Oktober dann drüber gesprochen. Wir brauchten wirklich Schulen. Wir haben gesagt, okay, wir sind jetzt vor Daesh geflohen, sind erstmal in Sicherheit, aber wir wollen nicht die Zukunft unserer Kinder verlieren. Deswegen brauchen wir Schulen. Wir haben gesagt, wir brauchen Schulen und haben 8 Schulen dann öffnen können. So when we were looking for land and license, you know, for building you need a license. But in Kurdistan, and because of the refugees, you need financial help and a word from the bishop to build the schools, and no license, nothing. Normalerweise braucht man dann halt das Land und natürlich eine Baugenehmigung, wenn man eine Schule bauen möchte. Und in unserer Situation war es dann so, wir brauchten nur die finanzielle Hilfe, die finanziellen Mittel und das Wort eines Bischofs, der sagt, da muss eine Schule gebaut werden. Dann konnte eine Schule gebaut werden, auch ohne Baugenehmigung. And all our children were in schools. No one was outside the schools. And even we were able to build a building for a university of Hamdaniya and Catholic University also in Erbil. Also wir hatten wirklich Schulen für alle. Alle unsere Kinder waren in der Schule und wir haben sogar die Möglichkeit gehabt, 2 Gebäude für eine Universität, für die katholische Universität Erbil zu errichten. That's just to tell you that the government of Kurdistan said, once it's you see as a church it's beneficial for your people, do it. Das nur so als Illustration, wie die kurdische Regierung damit umgegangen ist. Die haben gesagt, wenn ihr das braucht, wenn die Kirche sagt, ihr braucht das, dann macht ihr das. Ich erinnere mich natürlich noch gut, Herr Erzbischof, als ich im Oktober da war, dass Sie uns eine Schule im Aufbau gezeigt haben und wir darüber gesprochen haben, wie viele Schulen noch gebaut werden müssen. Einfach damit die Familien Hoffnung haben für ihre Kinder und damit sie nicht ins Ausland gehen, sondern eine Perspektive sehen, um im Land zu bleiben. Jetzt sind wir schon bei der ersten konkreten Art von Hilfe angekommen, nämlich für Bildung für die Kinder zu sorgen, damit keine Generation verloren geht. Welche konkrete Hilfe brauchten Sie noch von außen in dieser Zeit seit 2014? We were in desperate need for schools because education gives us also a way of looking different and also being of a different presence in the country. Schulen waren wirklich das Wichtigste für uns, weil Bildung uns ermöglicht, im Land eine ganz andere Präsenz zu haben. We have to empower our children with good education. Wir müssen unseren Kindern die Chance geben, gute Bildung zu haben. And second, also, despite all of this extreme violence, the Muslims do trust our education system. Und der zweite Punkt ist, auch trotz der extremen Gewalt von muslimischer Seite vertrauen die Muslimen unserem Ausbildungssystem. And for me, when God gave us this gift to be trusted people, we have to be responsible and use it for the benefit of the gospel. Und Gott hat uns wirklich dieses Geschenk gegeben, dass wir Vertrauen entgegengebracht bekommen. Und für mich war dann klar, dieses Vertrauen müssen wir nutzen, um das Evangelium zu verkünden. And that's why we have today 40% of the students in our schools for refugees are Muslims. Und deswegen sind heute 40% der Schüler in unseren Schulen für Flüchtlinge Muslime. To tell them also that we live by forgiveness and there is no way for us to think of retaliation or hatred even if your people, Muslims, have done this persecution against us. Damit sie lernen, dass wir Vergebung leben, damit sie sehen, dass wir nicht grollen und uns an ihnen rächen möchten. We also, as a diocese, we started last month to collect food and clothes for the refugees who fled Mosul 2 months ago, and they were part of Daesh. But they came to camps also with nothing, so we had to also to be with them. Wir haben vor 2 Monaten auch angefangen, Essen und Kleiderspenden zu sammeln für Flüchtlinge, die aus Mossul geflohen sind. Sie waren Teil von Daesh, aber sie kamen auch zu uns, ohne irgendetwas zu haben, und deswegen war es für uns wichtig, sie auch zu unterstützen. So we focused on education, we built the schools, and also there was a need for actual buildings
You have offered to us eight funds for 8 schools, and then another one 4 months ago. And also we have received books and pencils and all of this stuff, student bags. And in certain area also there was a financial help for the teachers as a gift to encourage them in their job. Also Bildung, Schulen waren wirklich eine Priorität für uns. Kirche in Not hat uns Finanzmittel zur Verfügung gestellt, 8 Schulen zu bauen. Jetzt vor 4 Monaten nochmal 2 neue Schulen. Dazu kamen auch noch Bücherspenden, andere Spenden, zum Beispiel Taschen für die Schüler, aber auch finanzielle Unterstützung für die Lehrer. These schools also are used for catechism every Friday. In den Schulen gibt es auch jeden Freitag Religionsunterricht. So there is a use of 7 days of all of these buildings. And we ask also the principals to take extra hours in certain schools for the children to be inside the schools better than going to prefabricated caravans, because in these camps life was not really as it should be. So these schools also were used as rehabilitation in a sense. Also dadurch, dass wir auch freitags Religionsunterricht haben, das bedeutet, dass wir die Schulen wirklich jeden Tag der Woche nutzen können. Dann haben wir außerdem noch die Rektoren der Schulen dazu aufgefordert, einen Raum für Schüler zu schaffen, sodass die nach dem Unterricht in der Schule bleiben können, anstatt dass sie in die Flüchtlingsunterkünfte zurückgehen und in Containern leben, wo man nicht wirklich gut leben kann.